Hallo Domino-Freunde, Rätselmöger und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht's um Gadgetier. An dieser Stelle auch nochmal Danke an VR Bytes und seinem YouTube-Kanal, dass ich dort die Möglichkeit hatte, dieses tolle Spiel zu gewinnen. Ja, worum geht's in dem Spiel? Und zwar hat man dort Dominosteine und baut Parcours auf, wo man ans Ziel kommen muss, indem man halt die Dominosteine umkippt und sie dann durchrattern bis ans Ende zum Ziel. Es gibt mehrere Modis, einmal einen vorgefertigten Modus, wo immer ein Ende und ein Ziel definiert ist und das müsst ihr dann mit Dominosteinen auffüllen, bis ihr halt ans Ende kommt. Ihr habt einen Sandbox-Modus, wo ihr euch frei entfalten könnt und es gibt noch einen Online-Modus, wo Leute Rätsel schon kreiert haben und ihr diese dann lösen könnt. Und wie das Ganze genau aussieht, das gucken wir uns jetzt auf der Brille an. Ja, hallo auf meiner Brille. Ich hatte das Ganze eben schon mal aufgenommen gehabt, beziehungsweise gestern. Und dann fiel mir auf, dass ihr ganz viel von meinen Händen nicht seht, weil die Quest ja sehr weit unten das Ganze abschneidet. Das heißt, ich muss bei der Aufnahme sehr weit nach unten gucken. Und deswegen machen wir das gerade noch einmal. Also das heißt, ein paar Sachen wie die Rätsel habe ich jetzt schon zum Teil gelöst gehabt. Aber wir gehen das einfach nochmal durch. Dann hatte ich in meinem Fazit auch noch gesagt, dass ich den Preis von der Pico nicht sehe, weil ich es dort auch schon habe. Ich habe aber jemanden im Discord gefragt, der das Spiel noch nicht hatte. Und der hat gesagt, es liegt bei 14,99 momentan, also zum heutigen Tag. Ist es auch noch im Angebot und da ist es dann mit 11,99 zu haben. Ja, fangen wir mal an. Also die Umgebung ist, ich bin in so einer Art kleinen Arbeitszimmer. Sieht alles auch sehr, sehr schön aus, ist schön gemacht. Dann habe ich hier meine zwei Hände, das sind so Greifwerkzeuge. Und die Grip-Tasten sehen wir, da sind so zwei Füße drauf. Wenn ich die gedrückt halte, dann kann ich mich damit fort, nach hinten und nach vorne bewegen. Das hat ziemlich lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin und habe dann versucht, so zuerst in der Wohnung immer hin und her zu laufen, um an die Gegenstände zu kommen. Aber bin dann natürlich immer irgendwann an meinen Guardian gestoßen. Deswegen also die Taste drücken und gedrückt halten und dann könnt ihr euch im Raum bewegen. So, dann machen wir das Ganze auch. Also wir haben hier mehrere Sachen. Das heißt, wir haben einmal Tutorial, Online, Sandbox Wohnung, Sandbox Arbeitszimmer und dann das normale Puzzlespiel. Wir gucken uns zuerst einmal das Tutorial zusammen an. Also ich hoffe, ihr seht denn jetzt auch alles. Hier wird jetzt also erklärt, wie ich das Ganze mache. Ich hüpfe da jetzt mal rüber, schnapp mir das Ganze und setze den Dominostein hier nacheinander auf. Habe dann hier den Startknopf, drücke ich und puff, das erste Tutorial geschafft. Dann habe ich hier jetzt die Bibliothek. Da drücken wir drauf. Habe dann hier oben rechts meine Gadgets. Drücken wir die mal. Ja, so. Und jetzt kann ich hier raus Steine nehmen. Jupp. Jupp. Auch geschafft. Und wir drücken wieder auf den Startknopf und wieder die Tröte erklingt. Wir haben es geschafft. So, jetzt kann ich hier Tools wechseln. Und zwar mit dem Thumbstick gehe ich jetzt nach oben und habe jetzt ein Klonwerkzeug. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich die Steine klonen. Und wir drücken wieder auf das Knöpfchen. Gut. Sehr gut. So, ich habe noch mehr Tools, und zwar auch das Löschtool. Sieht aus wie so ein kleiner Mini-Staubsauger. Gehe ich jetzt zu dem Eimer, drücke, weg ist er. Und jetzt funktioniert das Ganze. Ja, sehr schön. So, ich soll noch einmal den Eimer löschen. Machen wir. Und jetzt kriege ich die Funktion angezeigt, rückgängig machen. Das ist dann auf der linken Seite vom Controller, auch über den Thumbstick. Ich gehe nach links, dann habe ich die letzte Aktion rückgängig gemacht. Drücken wir jetzt drauf, die Kugel rollt und die Tröte erklingt. Ein Traum. Tschupp. So, jetzt soll ich ein anderes Werkzeug wieder nehmen. Das machen wir doch glatt. Und Gefriermodus freischalten. Machen wir auch. Da haben wir dann jetzt hier auf der Taste, können wir den Gefriermodus anschalten.
Jetzt nehme ich hier so ein Ding. Solange der Gefriermodus angeschaltet ist, bleiben die einfach in der Luft stehen. Jetzt schalte ich den wieder aus. Und jetzt kann ich hingehen und darauf ganz normal meine Steine platzieren. So, Löschtool. Jetzt sollte ich einmal die Gefrierkette unterbrechen, indem ich sie einfach lösche. Und jetzt kann ich auf dem anderen Thumbstick wieder zurückgehen und das rückgängig machen. So sieht das doch ganz gut aus. Wir drücken unten auf die Dröte. Und tada! Ja, das war das Tutorial. So, was können wir eigentlich noch machen im Menü? Wir können die Musik laut und leise machen, wir können die Sounds leise machen, Sprache einstellen. Wir können wechseln zwischen den Händen, also das heißt auch für Linkshänder möglich. Randabschaltung können wir ein- und ausschalten. Ich schalte die mal aus. Das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier drücke. Genau. Jetzt habe ich keine Vignette mehr, wenn ich mich hiermit bewege. Und da komme ich dann wieder zurück zum Hauptmenü. Aber da bin ich ja. Also Menü wieder aus. Jupp. So, was habe ich hier noch? An der Seite, ich kann Profil anlegen. Also es können mehrere Leute das Ganze spielen. Dann habe ich den normalen Puzzlespaß. Da gehen wir jetzt auch mal hin und gucken uns die ersten an. Wie gesagt, die habe ich ja jetzt schon gelöst. Ich bin jetzt hier schon ein bisschen weiter. Schon an der Riege angekommen. Und hier bin ich gerade, oben ist mein Startknopf. Hier sollte ich Steine stellen. Das habe ich schon eben gemacht gehabt. Und wir drücken jetzt mal. Yeah, es hat funktioniert. So, wenn ich den jetzt anklicke, habe ich jetzt den nächsten. Was haben wir da? Da haben wir jetzt hier, die sind versetzt. Die habe ich auch schon alle gesetzt. Also die waren eben nicht da gewesen. Ich drücke mal gerade auf Löschen. Schupp. Kopieren. So hat mich das Ganze also erreicht am Anfang. Und jetzt hole ich mir hier ein, setze den dann mal dahin, den jetzt dahin, den jetzt dahin. Dann brauche ich jetzt aus meinem Menü, holen wir jetzt einen großen, den setze ich dann hier hin. Dann kann ich eigentlich einen kleinen wieder nehmen. Wenn der fällt, fällt er auf den. Und dann nehmen wir jetzt wieder so einen großen und legen den dahin. Ja, das sieht doch gut aus. Dann drücken wir mal auf Start. Nein! Dafür gibt es aber ja den Zurück-Button. Also einmal zurück. Das heißt, hier fehlt mir jetzt noch einer. Den legen wir noch dahin. Dann sollte es jetzt funktionieren. Yeah! So, den sehen wir jetzt. Den hatte ich noch nicht gemacht. Wo muss ich dann da hin? Also da oben hin. Hier habe ich so Klötze in der Mitte. Ich gehe mal hier rum. Das kriegen wir aber eigentlich hin. Den kopieren wir jetzt. So. Ich hoffe, ihr seht das alles schön. Dann gehen wir jetzt hier rum. Nehmen uns wieder einen kleinen. Reicht das? So. Noch einen kleinen. Einen großen. Und hier einen kleinen. Ja, ich denke mal, das reicht. Verdammt. Einmal zurück. Also das heißt, wir wechseln mal gerade das Zeug. Den ein bisschen darüber. Ich wechsle wieder. Klon den noch einmal. So. Ach, den darf ich gar nicht bewegen. Okay, gut.
verdammt. Dann nehmen wir den, dass er ein bisschen mehr Schmackes drauf kriegt. So. Verdammt. So sind wir da ganz... Achso, den darf ich ja nicht. Den darf ich auch nicht. Ja, ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Ha! Geschafft. Ja, es kommt auf die feinen Details an. Ja, so geht das jetzt also praktisch weiter. Ich muss hier Station für Station abgehen, immer wieder zu den einen, hab dann da immer wieder irgendwas dazwischen. Bis ich dann irgendwann, bewegen wir uns hier mal, hier hinten bei dem lande. Und da geht dann die Leitung darüber und dann sehen wir, da gibt es dann weitere Räume, wo ich dann rein kann. Und dann geht das immer so weiter. Kann ich hier rüber? Kann ich hier durch? Nee. Also erst wenn ich das freigeschaltet habe, sehen wir dann auch, was in den anderen Räumen so ist. Ja, dann hüpfen wir mal zurück zum Hauptmenü. So. Ja, dann haben wir noch den Sandbox-Modus. Wir gehen nur mal kurz rein. Und man sieht hier, man kann dann selbst aus dem Menü auswählen und Sachen aufstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Löschtool nehme, so, die kann ich wegmachen. Die anderen habe ich eingestellt. Also hier, das ist praktisch jetzt mein Start. Den kann ich jetzt halt irgendwo platzieren. Wir machen das mal gerade hier. Das ist dann mein Ziel. Wir machen das jetzt ganz einfach tatsächlich. Dann kann ich mich hieraus bedienen. Hier haben wir die normalen. Das große. Das sind die normalen. Die kann ich dann halt hier positionieren. Brauche ich mal ein großer dazwischen. So. Und kann hier dann halt praktisch meine Domino-Reihe aufbauen, wie ich das möchte. Ja, ihr seht, ich habe es voll drauf. So, das ist also der Sandbox-Modus. Den gibt es dann in zwei unterschiedlichen Varianten. Also einmal im Arbeitszimmer, einmal in der Wohnung. Hier sehen wir dann die Wohnung, wo wir uns austoben können. Und alles, was ihr hier an Rätseln baut, das könnt ihr speichern und könnt es auch den Leuten zur Verfügung stellen, weil das ist dann dieser Online-Modus, den wir hier haben. Da gibt es dann halt Rätsel und Sandbox-Modus von anderen Leuten, die das gespielt haben. Und ja, da könnt ihr dann reingehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Puzzle nehme, sage mal beliebt. So, jetzt nehme ich mal hier irgendwas, was total leicht aussieht. Die sehen alle nicht leicht aus. Doch, der sieht doch leicht aus. So, den gucken wir doch mal gerade. So, seht ihr, hier hat einer also praktisch den Startknopf gesetzt, den Endknopf und da könnte ich jetzt halt hingehen und von hier aus, wo müsste ich starten? An der Stelle, bis dann halt darüber zu dem Button hier hinten für die Tröte das Ganze dann aufbauen. Ja, also das heißt von anderen vorgefertigte Sachen, da gibt es einfache und komplizierte, hier ist es jetzt ein einfaches. Und ja, das ist Gadgetier. Also es macht riesen Spaß, auf jeden Fall. Es ist ideal für Leute, die gerne so ein bisschen basteln. Und ihr spart euch natürlich den Platz in eurer eigenen Wohnung damit, dass ihr da nicht überall die Dominosteine aufbauen müsst. Das geht dann hier so
Was ich schon die ganze Zeit immer mal ausprobieren wollte. Geht das eigentlich? Könnte ich hier jetzt? Nee. Hätte mich mal interessiert, ob ich das jetzt hier anstoßen kann. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das Spiel, wie gesagt, gibt es auf der Quest und auf der Pico. Von der Mechanik ist es bei beiden gleich. Das ist auch, funktioniert auch bei beiden gleich. Grafik ist auch identisch. Und die Preise sind auch sehr ähnlich. Wie gesagt, momentan ist es bei der Pico sogar im Angebot. Also in diesem Sinne, wir sehen uns noch zum Fazit. Kommen wir zum Fazit von Gadgeteer. Ein tolles Spiel und man kann sehr, sehr viele Stunden daran verbringen. Zum einen sind die Rätsel spannend und auch schön zu lösen und zum anderen habe ich ja noch den Sandbox-Modus, wo ich mich frei entfalten kann und endlos Zeit totschlagen kann. Es macht also richtig Spaß und es kostet auf der Quest 14,99 und im Pico Store liegt der Preis, glaube ich, genauso. Ich kann es leider nicht mehr nachgucken, weil ich sie mir dort auch mal gekauft habe. Daher weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viel sie da gekostet hat, aber ich meine, es liegt in demselben Bereich. Also von mir eine klare Empfehlung, wer auf solche Bastelspiele und Rätsel steht. Super Geschichte und die Mechanik funktioniert einwandfrei. Ja, in diesem Sinne sage ich ciao, ciao.